Die Geschichte des ICE beginnt 1982 mit der Genehmigung der Finanzierung für ein Projekt zur Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitszuges. Im Anschluss begannen die Arbeiten zur Entwicklung und Projektierung des Intercity Experimental V. Er ist der Vorläufer des Intercity Express 1, ICE 1, der dann in den Jahren 1988 bis 1993 gebaut wurde. Damit beginnt die Geschichte der ICE-Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn, die in dieser Videoreihe sowohl im Vorbild als auch im Modell vorgestellt werden. In Teil 4 wird der ICE-T vorgestellt, der eigentlich gar kein ICE ist. Geplant waren die Baureihen 411 und 415 sowie die Dieselvariante zur Ablösung von lokbespannten Intercity- und Interregio-Zügen auf Strecken, die nicht für den Schnellverkehr ausgebaut waren. Die eigentlich geplante Bezeichnung ICT für Intercity-Triebzug wurde erst kurz vor der Betriebsaufnahme in ICE-T geändert. Die Deutsche Bahn wollte damit das positive Image der ICE auf die neuen Triebzüge übertragen. Durch die eingebaute Neigetechnik und das damit mögliche sogenannte bogenschnelle Fahren durch Kurven sollten auch auf diesen Strecken höhere Reisegeschwindigkeiten erzielt werden. Bei einer Neigung in den Kurven von bis zu 8 Grad können anstatt der sonst üblichen 120 bis zu 160 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit erreicht werden. Die Bestellung der Triebzüge erfolgte parallel zum ICE 3 im Herbst 1994. Der Fahrplanbetrieb wurde dann 1999 aufgenommen. Diese Grafik der DB zeigt die Seitenansicht der Endwagen, in der Mitte der rundliche ICE-T. Im Unterschied zu allen übrigen ICE endet der rote Seitenstreifen vor dem Frontbereich. Die Stromabnehmer befinden sich auf den Endwagen, die nicht angetrieben sind. Der Antrieb ist auf die Mittelwagen verteilt. Bei den siebenteiligen Triebzügen der Baureihe 411 sind 4 Mittelwagen angetrieben. Bei den Endwagen befinden sich hinter den Fahrerkabinen Lounges, aus denen man einen Blick auf die Strecke bzw. die Arbeit des Fahrzeugführers werfen kann. Hier ein Triebzug der Baureihe 411 bei der Einfahrt in den winterlichen Hauptbahnhof von Wiesbaden. Die Baureihe 411 wurde in 2 Serien gebaut, die sich nur geringfügig unterscheiden. Die Veränderungen betreffen überwiegend Einsparungen, wie zum Beispiel den Verzicht auf das sonst bei allen ICE übliche durchgehende Fensterband. 56 der 59 Triebzüge besitzen auch eine Zulassung für Österreich. Ab 2007 wurde ein Joint Venture von Deutscher Bahn und ÖBB gebildet, um die Strecke Frankfurt-Wien im 2-Stunden-Takt bedienen zu können. Einige Fahrzeuge der Baureihe 411 wurden daraufhin auch entsprechend beschriftet. Daneben hat die ÖBB 3 der Halbzüge der DB gekauft, die entsprechend umgezeichnet wurden. Bei der ÖBB erhielten die Fahrzeuge die Baureihenbezeichnung 4011. Im Bild zu sehen ein Triebzug der Baureihe 411 im Hauptbahnhof Wien. Die Baureihe 415 ist eine Variante der Baureihe 411 mit nur 5 Einheiten, von denen 2 Mittelwagen angetrieben sind. Die Halbzüge der Baureihen sind miteinander kombinierbar. Bei der Baureihe 415 können sogar 3 Halbzüge miteinander verbunden werden. Hier zu sehen eine Doppeltraktion bei der Ausfahrt aus Wiesbaden Hauptbahnhof. Die Triebzüge beider Baureihen haben bereits ein Redesign in den Jahren 2014 und 2015 erfahren und für die Baureihe 411 ist bereits ein weiteres geplant. Der Einsatz der Neigetechnik-Triebzüge soll allerdings im Jahr 2030 enden und diese durch andere Modelle ersetzt werden sollen. Hintergrund ist die Anfälligkeit der Neigetechnik und der mangelnde wirtschaftliche Nutzen. Wie die übrigen ICE tragen auch fast alle Triebzüge der Baureihen 411 und 415 Städtenamen. Dies sind in der Mehrzahl die Namen ostdeutscher Städte. H0-Modelle des ICE-T gibt es als Gleichstromversion von Fleischmann, Lima und Rivarossi. Das hier gezeigte Gleichstrom-Analogmodell, das bis 2009 produziert wurde, ist inzwischen auf Wechselstrom digital umgebaut worden
Das Video zum Umbau ist oben eingeblendet. Das Modell ist wie das Original mit einer Kurvenneigetechnik ausgestattet, wobei die Stromabnehmer wie beim Original nicht geneigt werden. Als Ergänzung zum Basismodell mit 2 Endwagen hat Fleischmann verschiedene Mittelwagen angeboten. Die Frontpartie ist dem Original sehr gut nachempfunden. Die Bedruckung erscheint etwas matt und entspricht nicht ganz dem Original. Der Dachgarten ist aufwendig ausgeführt und das Original lässt sich erkennen. Das Modell entspricht dem von Fleischmann eingeführten Zwischenmaßstab 1:93,5. Bei dieser Kameraeinstellung ist die Kurvenneigung sehr gut zu erkennen. Der 5. und letzte Teil der Videoreihe zu den ICE-Triebzügen der Deutschen Bahn wird sich mit dem EC4 befassen. Bis dahin.